Es gibt Leute, die sammeln Autos oder Uhren. Bei mir sind es eher, wie man sehen kann, Bücher oder Kameras. Daher geht es heute um Print oder genauer gesagt, wie fotografiert man eine Printanzeige mit nur einer Lichtquelle. Ich weiß ganz genau, ihr fragt euch bestimmt jeden Morgen, wie kann ich eine Printanzeige fotografieren und reicht mir da eine Lichtquelle? Bei mir hat es ehrlich gesagt etwas länger gedauert, aber eines Tages stand ich genau vor dieser Frage. Und wie ich diese Aufgabe gelöst habe und was ich dabei gelernt habe, will ich euch heute in diesem Video zeigen. Und damit fangen wir direkt mit dem ersten Schritt an. Schritt Nummer 1. Warum überhaupt eine Printanzeige? Ich habe 2019 eine kleine, feine Uhrenmarke gegründet und um sie bekannter zu machen, wollte ich neben dem Schalten von Ads auf Social Media unbedingt auch in Printanzeigen investieren. Wie man hier sehen kann, liebe ich Print. Ich mag einfach das Haptische und Analoge an Print. Wenn wir ehrlich sind, hängen wir doch viel zu oft an großen und kleinen Bildschirmen und scrollen endlos durchs Netz. Aus diesem Grund hat Print für mich einen besonderen Stellenwert, da ich mir für ein Buch oder Magazin besonders Zeit nehme und eine andere Konzentration schaffe. Hinzu kommt auch noch, dass ich über ein Printmagazin in Kommunikation mit Menschen komme, die man über Social Media vielleicht nicht erreicht. Kommen wir nun zum zweiten Schritt, die Auswahl des passenden Magazins. Bei der Auswahl des passenden Magazins sollte man sich im Vorfeld die Frage stellen, welche potenzielle Zielgruppe man mit der Anzeige ansprechen will und mit welchem Magazin das am besten gelingt. Ich habe mich für die großartige Fotonews entschieden, da ich dieses Magazin und den Inhalt bereits seit den Anfängen verfolge, sowie schätze und weil ich gerade auch eine sehr starke Verbindung zwischen Fotografie, Kameras und Uhren sehe. Ein Foto friert ja sozusagen die Zeit ein, macht einen Bruchteil eines Moments sichtbar und erlebbar. Ein gutes Foto kann im übertragenen Sinne die Zeit anhalten, wohingegen eine Uhr immer nur die aktuelle Zeit anzeigt. Beides hat für mich sehr viel mit Zeit und Kreativität zu tun. Hinzu kommt auch noch, dass eine Uhr und eine Kamera nicht nur Werkzeuge und Instrumente sind, sondern auch sehr schöne Designobjekte. Schritt Nummer 3. Das Konzept und die Gestaltung der Anzeige. Das Konzept der Anzeige sollte auf der einen Seite meine Faszination für Uhren und Fotografie widerspiegeln, auf der anderen Seite aber auch für eine klare und minimale Art der Umsetzung stehen. Da gerade eine Printanzeige ja auch immer im Kontext mit dem redaktionellen Umfeld gesehen werden muss und da ist aus meiner persönlichen Sicht meistens eine aufgeräumte und reduzierte Gestaltung besser geeignet, um sich von dem redaktionellen Teil des Magazins abzuheben. Klar war mir auch, dass es eine Anzeige ohne Werbebotschaft oder Slogan werden sollte, da ich ein großer Fan von minimalen und hochwertigen Anzeigen von Fashion Brands bin. Als nächstes habe ich mir die Mediadaten mit den genauen Maßen und Preisen der Anzeigen besorgt und für mich geschaut, welches Format und welche Größe am besten geeignet ist. Danach habe ich mir eine aktuelle Ausgabe der Fotonews gekauft und einfach erste grobe Entwürfe von meiner Anzeige ausgedruckt und auf das bestehende Layout gelegt, um ein Gefühl für das Magazin zu bekommen. Um das Wechselspiel von Fotografie, Kameras und Uhren zu betonen, war es mir wichtig, eine Kamera den beiden Uhren gegenüberzustellen. Natürlich mit genügend Space in der Mitte für den Markennamen und die Homepage. Kommen wir nun aber zu der Umsetzung und Schritt Nummer 4, der Aufbau und das Licht. Wenn ihr schon einige Videos von mir gesehen habt, dann wird euch der Lichtaufbau bestimmt vertraut vorkommen, da ich sehr gerne mit einer weißen, halbtransparenten Plexiplatte arbeite. Durch den getrennten Einsatz der weißen Plexiplatte als Diffusionsfläche und der Lampe dahinter kann ich sehr schön einen Verlauf erzeugen. Diesen Verlauf erzeugt man am besten, indem man eine recht gebündelte Lichtquelle wie einen Spot nimmt oder einen Normalreflektor mit Wabe verwendet. Der Vorteil dieses Helligkeitsverlaufs ist die schöne plastische Herausarbeitung des Edelstahlgehäuses und des Saphirglases der Uhren. Als Untergrund habe ich mich für eine fast schwarze Metallplatte entschieden, da sie erstens einen hohen Kontrast als Unterlage für die Uhren aus Edelstahl erzeugt und zweitens durch die nicht perfekte Oberfläche ganz leicht eine schöne Textur auf das Papier bringt. Ein weiterer Vorteil des schwarzen Untergrundes ist es auch, dass die schwarze Kamera etwas zurückgeht und durch das Thema Fotografie nur leicht angedeutet wird, ohne zu deutlich in den Vordergrund zu kommen. Ein wichtiger Tipp beim Fotografieren von Printanzeigen ist das Berücksichtigen des Seitenverhältnisses der Anzeige. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch ein Überleger oder grobes Layout direkt beim Fotografieren über das Foto legt. So könnt ihr direkt beim Arrangieren des Bildes direkt abschätzen, ob ihr genug Platz für den Text habt und ob die einzelnen Bestandteile des Bildes harmonisch in Beziehung gebracht wurden. Als letzten Schritt kommen wir nun zu dem Layout und die leichte Nachbearbeitung des Bildes. Bei der Gestaltung der Anzeige sollte man sich am besten vorher schon genau überlegen, welche Geschichte und welchen Look man kommunizieren bzw. erzeugen will. Das Layout ist in meinem Fall sehr einfach gehalten, da wir uns ja wie gesagt gegen eine ausformulierte Werbebotschaft entschieden haben
und nur den Markennamen und die Homepage transportieren wollen. Neben meiner Vorliebe für Bücher bin ich auch ein großer Fan von Fashion-Magazinen und den darin enthaltenen Anzeigen. Diese Vorliebe spiegelt das Design der Anzeige wider und führt dadurch zu einem sehr hochwertigen und ansprechenden Layout. Während der Aufnahme haben wir schon einen Überleger mit Text verwendet, daher brauchen wir jetzt nur noch das Feintuning und die Bildbearbeitung machen. Die Hauptaufgabe der Bildbearbeitung bezieht sich bei unserem Bild in erster Linie auf das Retuschieren der Kronen, die wir herausgezogen haben, damit die mechanischen Uhren stehen bleiben und wir so die gewünschte Zeit einstellen können. Danach wird noch etwas Staub und Fusseln entfernt und die Farbe bzw. der Kontrast angepasst. Wenn gewünscht, kann man auch aus mehreren Aufnahmen das Endergebnis zusammenbauen, um das Beste aus 2 verschiedenen Aufnahmen zusammenzubringen. Oder damit die Schärfe in allen Teilen des Bildes gleich scharf ist. Und das waren die 5 wichtigen Schritte, die dir gezeigt haben, wie man zu einer großartigen Printanzeige in einem Magazin gelangt. Du weißt jetzt, was du beachten solltest, welche Abläufe wichtig sind und wie du Schritt für Schritt zu deiner hochwertigen Printanzeige gelangst. Und wenn du auch weiterhin sehr hilfreiche Tipps zum Thema Fotografie und Uhren erhalten willst, solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren und eins von diesen beiden Videos anschauen. Viel Spaß und bis bald!